Heute geht es um eine Fehlersuche an einem Skoda Octavia, Baujahr 2015 mit einem 2 Liter TDI-Motor. Die Kundenbeanstandung ist, das Fahrzeug würde sporadisch ausgehen und sobald man die Zündung aus und wieder eingeschalten hat, würde das Fahrzeug wieder normal laufen. Im Fehlerspeicher steht Geber für Motordrehzahl kein Signal und Geber für Getriebeeingangsdrehzahl kein Signal, wobei der obere Fehler ein Folgefehler ist, weil das Getriebe die Motordrehzahl als Eingangsdrehzahl benutzt. Da das Fahrzeug normal anläuft und wir ja eine Motordrehzahl haben, also wovon ich ausgehe, schaue ich mir optisch von oben mal an, ob wir irgendwelche Marderspuren sehen, ob wir irgendwelche Beschädigungen oder irgendwelche Indizien haben, dass irgendein Kabel vielleicht beschädigt sein könnte. Danach gehen wir ans Motorsteuergerät und prüfen mal die Verkabelung. Ich habe nämlich den Verdacht, dass wir irgendein Verkabelungsproblem haben könnten. Das werde ich natürlich messtechnisch herausfinden. Dazu baue ich noch das Motorsteuergerät aus, um die Pins anzuschauen. Vielleicht ist ja irgendwo ja Wasser reingelaufen. Das Motorsteuergerät ist schnell ausgebaut und die Pins sehen hervorragend aus. Also gehen wir mal zu dem Stecker über und da gibt es einmal einen kleinen und einen großen Stecker, wobei es wieder dieser große Stecker ist, der diese Spannungsversorgung für die Sensoren hat. Um die Kappe zu demontieren, müsst ihr diese Nase drücken und zu euch herziehen, um den Deckel zu entfernen. Ist der Deckel demontiert, sieht man die Kabelfarbe und kann auch für die nächsten Schritte besser arbeiten, denn man hat auch nämlich eine Kabelfarbe als Bezug. Ich schließe meinen Multimeter an, nehme die richtigen Kabel heraus und fange das Messen an. Um die Spannungsversorgung zu prüfen, braucht ihr den Pin 58. Ihr seht es relativ schön, es gibt Zahlen und ihr müsst das durchzählen und quasi den richtigen Pin herausfinden. Den anderen Deckel habe ich auch demontiert, schaut euch die Rastnase an, damit ihr wisst, wie man sie zu demontieren hat. Ihr seht, es ist fertig angeschlossen und die Spannung beträgt ca. 5 Volt laut Multimeter. Ich habe den Pin 58 angepinnt und zwar von hinten an dem Steuergerät und sie bleibt kontinuierlich da, das heißt, wir haben eigentlich eine gute Spannungsversorgung. Aber ich werde das Ding befestigen und losfahren. Das Ziel dieses Experiments ist, herauszufinden, ob die Spannung stabil bleibt oder es tatsächlich am Sensor liegt. Ich versuche ein paar Mal Gas zu geben, um herauszufinden, ob vielleicht das Ganze mal jetzt zu reproduzieren ist, aber der Kunde hat gemeint, es ist wirklich zufällig. Manchmal tritt das oft auf, manchmal ist es so gut wie gar nicht. Für eine genauere Diagnose lasse ich meinen Tester parallel laufen und schaue mir die Ist-Werte an. Falls irgendein Sensor aussteigt, weiß ich, wo ich dann suchen soll. Leider habe ich den Fehler nicht aufgenommen gehabt, aber als das Fahrzeug ausgegangen ist, habe ich trotzdem diese 5 Volt Spannung gehabt, doch keine Motordrehzahl. Also, ich zeichne euch mal was auf, wie es vom Verständnis her am einfachsten ist. Das ist unser Motorsteuergerät. Das Motorsteuergerät schickt eine Spannung raus und verteilt diese Spannung an Kurbelwellensensor, AGR und einmal an die Drosselklappe. Diese 3 Bauteile haben zusammen eine Spannungsversorgung. Und wenn die Spannungsversorgung, wie bei diesem Auto, sporadisch ausfallen würde, anstatt also 5,0 Volt, hätte sie 0,0 Volt, wäre das nicht in Ordnung. Da wir aber bei dem Ausfall vorher immer noch diese 5 Volt hatten, ist das gut. Das heißt, die Spannungsversorgung ist da, der Sensor funktioniert laut den Ist-Soll in Ordnung. So, das heißt, die Werte in dem Tester sind gut, also kann es nur dieser Sensor hier sein. Der ist beschädigt und das ist die ganze Lösung der Geschichte. Da dieses Video schon eine Woche alt ist und der Sensor letzte Woche schon reingekommen ist, gab es natürlich Rücksprache und es funktioniert. Also es lag an diesem Kurbelwellensensor, der sporadisch einfach einen Schuss hatte. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.